bedanke schön für Teilnahme dieser Call bei Skype und diese Gespräche. Für mich ist mein erstes Gespräch auf Deutsch. Ich hoffe, dass die Leute verstehen mich. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass wir es auf Deutsch machen. Englisch ist, wie gesagt, ein bisschen eingerostet. Danke, nicht zu danken. Ich bin über Lean Management und Six Sigma zur Agilität gekommen. Also ich mache selber beruflich Logistik, da spielt Optimierung über Lean Management, über Six Sigma eine große Rolle. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dies und das liest, auch mal ein bisschen kreuz und quer liest, dann kommt man irgendwann automatisch zur Agilität, zur Agile. Und habe dann auch ein bisschen was über Scrum gelesen, fand das ganz interessant, weil es da eben um eine Prozessmodellierung auch geht. Und habe mich dann auch neben Lean und Six Sigma auch mit dem Thema beschäftigt. Und bin dann, durch Zufall habe ich einen Abend mich mal zur Jungen Union dazugesetzt und mir mal so angehört, was die so gerade machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass, wie das oft in Parteien und in Vereinen so ist, dass man immer viele Ideen hat, aber dass es leider oft an der Umsetzung hapert. Und wenn man dann einfach sein geregeltes Leben irgendwie in der Industrie, in Unternehmen verbringt, wo es ja auch immer um Projekte und Prozesse geht, wo aber auch viel umgesetzt wird, weil es ja einfach sein muss, weil man es sich dann nicht leisten kann, nicht umzusetzen, habe ich mir gedacht, okay, was machen wir denn im Unternehmen anders, was wir vielleicht hier auch machen können? Und habe dann mal darüber nachgedacht, dass ich aber so über Scrum gelesen hatte und diesen ganzen Iterationsprozess und dass man es schafft, in kurzer Zeit komplexere Projekte runterzubrechen und die dann in kurzer Zeit auch umzusetzen. Und habe ich eben den Leuten vorgeschlagen. Aber hat gar nichts zu tun mit Software. Genau, nicht unbedingt mit Software. Gar nichts zu tun mit Software. Weil das habe ich gefunden interessant seit dem ersten Moment. Ja, weil Scrum ja eigentlich absolut aus der Softwareprogrammierung kommt. Aber man kann es halt auch eigentlich auf viele, viele Formen von Projekten und Prozessen anwenden. Und habe ich das eben halt den Leuten vorgestellt, was sie davon halten würden, wenn wir es mal versuchen würden, so anzugehen. Ich habe dann auch ein Konzept erarbeitet, ein Workbook zugeschrieben mit meiner Freundin zusammen. Und habe das dann eingebracht in die Runde und das hat Anklang gefunden und dann haben wir uns dran gemacht, das auch umzusetzen, das erste Projekt. Da haben wir dann in der Innenstadt eine Straße gefegt und eben halt die ganze Konzeption von Einladungserstellung, welche Materialien brauchen wir, Personalplanung, alles in diesem Rahmenwerk gemacht, alles innerhalb von 72 Stunden. Das ist der Aufhänger, das sind 72 Stunden von Planung bis Go Live, also bis Erstellung der Veranstaltung stehen muss. Und das hat gut geklappt, das hat die Leute motiviert, weil die gesehen haben, die können die Idee einbringen, die wird umgesetzt, da passiert auch zeitnah etwas. Ja. Aber machst du jeden Tag die normalen Meetings, die normalen Scrum-Meetings? So machst du die Dailies, die Retrospektiven, die Sprint-Review, machst du auch? Also ich muss sagen, momentan schaffe ich das nicht mehr, weil ich beruflich zu eingespannt bin. In der Zeit, als wir das gemacht haben, da haben wir hatten eine Gruppe bei WhatsApp und hatten die Kommunikation über Trello. Das haben wir so als Kanban-Board genutzt. Da kann man ja auch sehr gut, sehr fokussiert drüber kommunizieren. Also das heißt, wir haben uns physisch dafür gar nicht getroffen, sondern haben wirklich nur die notwendigsten Informationen, die man brauchte, eigentlich über das Trello-Board mitgeteilt. Und in diesem Prozess, den wir definiert haben, gab es dann am Ende eine Retrospektive, wo der Project Owner, der die Idee eingebracht hat für die Veranstaltung, in einer standardisierten Form auch nochmal sein Feedback geben konnte, um zu sagen, was war gut, was war nicht gut, inhaltlich, aber auch methodisch. Also das war halt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, währenddessen die Kommunikation über Trello und am Ende diese Möglichkeit für den, der die Idee hatte, da ein standardisiertes Formular zu nehmen, um dann Feedback zu geben an uns. Okay. Und die Rollen in deinem Team, so du hast gesprochen über die Product Owner. Genau. Welche Rolle mehr hast du in deinem Team? Es gab dann den Prozess-Owner, das war in dem Fall ich. Ich bin Six Sigma Yellow Belt, genau wie meine Freundin. Kenne mich halt mit Lean Management auch aus und ich habe dann die anderen Mitglieder unterwiesen. Es gab ja auch Schulungstermine, wo ich die Leute mal so ganz grundsätzlich in so die Basisfähigkeiten Lean Six Sigma und Scrum eingewiesen habe, damit wir ein Verständnis haben, was ist eigentlich Kanban, was ist 5Y, was ist ein Iterationszyklus. Dann gab es die Process Engineer, das waren die sich auch damit beschäftigt haben, die einzelnen Aufgaben abzuarbeiten. Ja. Und
Und es gab den sogenannten Director, das war dann der Vorsitzende, der eben in dem Prozess die Möglichkeit hatte zu prüfen, ist das ein Event, das wir durchführen können oder nicht? Es kann ja sein, dass ein Mitglied irgendwas vorschlägt, was vielleicht gegen die demokratische Grundordnung verstößt. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch jemand ist, der sagt, nein, das können wir nicht machen. Die Regel war da aber auch ganz klar, der Director darf nur widersprechen, wenn es inhaltliches Problem ist. Also nicht, weil er irgendwie sagt, das gefällt mir nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern wirklich nur, wenn es ja letztendlich gegen demokratische, verfassungsrechtliche Grundzüge verstoßen würde. Dann hätte er einschreiten können. Das ist interessant. So, wie kannst du beschreiben die Atmosphäre in dem Team? Also die war sehr, sehr gut, weil das Ganze, diese Art von Prozessmanagement dazu führt, dass vielleicht auch Mitglieder, die ein bisschen ruhiger normalerweise sind, auch gehört werden und nicht das Gefühl haben, dass die irgendwie, es gibt immer Extrovertierte und Introvertierte, das ist ja ganz normal. Aber wenn man Mitgliedern auch die Möglichkeit einräumt, beispielsweise eine WhatsApp-Nachricht nur zu schreiben und damit schon einen Prozess in Gang zu setzen, dann sorgt das natürlich dafür, dass man denen auch das Gefühl geben kann, und das ist ja auch wirklich so, dass die was wert sind und dass sie sich einbringen können. Das führt natürlich dazu, dass die Stimmung auch gut ist. Gleichzeitig die Leute, die an der Prozessbearbeitung teilnehmen, die nutzen auch das Kanban, Trello-Kanban-Board, die können ihre Aufgaben in erledigt verschieben, was ich glaube auch so nichts Großes ist, aber so einen psychologischen Effekt hat, wenn man sieht, man hat was abgearbeitet, das ist immer positiv. Und das hat, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einfluss, dass man sieht, dass sich was bewegt. Ja, also ich denke, dass es ganz wichtig war, sich auf die Mitglieder zu fokussieren, eben für die gute Veranstaltungen zu entwerfen. Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Sachen, und schnell zu sein und nicht irgendwie alles tot zu diskutieren und alle Probleme auszubreiten, sondern ins Handeln zu kommen und ja, einfach möglichst schnell für die Mitglieder was auf die Beine zu stellen, was dann hinterher auch was bringt. So ein gemeinsames Ziel. Genau. Die Leute will zu einem gemeinsamen Ziel erreichen und sie fokussieren sich auf das. Okay. Genau. Genau, also wirklich zu sagen, also oft ist es leider so, das hat wahrscheinlich jeder schon mitgekriegt, der irgendwie in einem Verein drin war. Es geht natürlich manchen Vereinsmitgliedern hinterher mehr um die Vereinstätigkeit selber. Und ich denke immer, dass es wichtig ist, dass man, wenn man in einem Verein aktiv ist, ob das politisch ist oder was auch immer, dass man sich darauf konzentriert, für die Mitglieder was Gutes zu machen und gleichzeitig auch für die Öffentlichkeit was Gutes zu machen. Okay. Und kannst du ein Beispiel geben von einem Projekt, wo du die Kanban benutzt hast? Ja, wir haben ja dieses Straßenfegen organisiert, um Duisburg ein bisschen sauberer zu machen. Da haben wir noch in Duisburg gewohnt. Und ja, das hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben das in 72 Stunden geschafft, das komplett zu organisieren. Und wir sind damit sogar in die Zeitung gekommen mit einem kleinen Bericht. Und das hat also dementsprechend ziemlich gut funktioniert und kam auch gut an. Also die Bürger sind auch zu uns gekommen, fanden gut, dass wir uns sonntags morgens auf die Straße gestellt haben und gefegt haben. Also das war auf jeden Fall ein gelungenes Projekt, wo auch alle an einem Strang gezogen und mitgemacht haben. Okay. Und welche Tätigkeit hast du in deinem Kanban-Board für dieses Event Beispiel? Ja, wir haben die Aufgaben, also wir haben uns die Gesamtaufgabe angeguckt und das dann runtergebrochen. Wir haben jemanden geguckt, dass jemand Wasser mitbringt zum Trinken, dass jemand die Utensilien wie Kehrblech und Besen mitbringt, jemand, der die Einladung dazu schreibt, jemand, der den Presseartikel auch hinterher dazu schreibt. Also dieses vielleicht etwas, ja, es ist nicht unbedingt das komplexeste Projekt, sowas auf die Beine zu stellen, aber es bedarf natürlich trotzdem einer Planung. Wenn man da sich genau. Genau, dann kommt es nicht zustande. Und ja, und so haben wir das dann also wirklich in die einzelnen Bausteine zerlegt, die Aufgaben verteilt und konnten die dann hinterher zusammenfügen, um das dann gelingen zu lassen. Ja, und du brauchst Checkpoints in dem Zwischenzeit zwischen die Planung und die Aktion. So Genau. Und da hast natürlich auch kritische Punkte. Zum Beispiel, wenn die Wasserflaschen fehlen, das kann man überleben. Wenn die Besen beim Fegen fehlen, dann kann man nichts machen. Und das ist auch ganz wichtig, eben kritische Punkte zu definieren im Vorfeld. Also sind ja quasi Engpässe, wenn man wie in einem Produktionsprozess. Und da dann eben auch den besonderen Fokus drauf legen, dass man da staffelt und sagt, okay, erst wenn wir das gemacht haben, dann können wir das andere machen. Das gibt es natürlich auch, weil es natürlich auch nichts bringen würde, schon sehr viel Zeit in Organisation reinzustecken, wenn ich die eine Schlüsselposition nicht ausfüllen kann. Okay. Das ist vielleicht auch noch die Herausforderung trotzdem bei all dem. Und
macht nur deine Team dies oder es gibt andere Teams, das nutzen die Kanban zu organisieren, die Tätigkeiten? Also wir haben damals, als wir das Handbuch dazu auch geschrieben haben, haben wir bei Instagram auch eine Verlosung gemacht und das auch hinterher weiträumig verschenkt. Wir haben es auch gedruckt und gebunden und verschickt. Ich glaube, wir haben das 4 anderen Verbänden zugeschickt. Wow. Ich weiß nicht, ob sie das hinterher umgesetzt haben, aber auf jeden Fall hat es Verbreitung gefunden, sogar in Niedersachsen. Ich glaube, bis in Niedersachsen haben wir es geschickt. Und also das Interesse war auf jeden Fall da. Das fand ich auch ganz schön, weil wir haben natürlich auch relativ viel Arbeit reingesteckt, das auch zu verschriftlichen. Wir haben da Aufgaben ins Workbook reingesteckt. Ich kann das auch gerne mal zuschicken, wenn du möchtest. Ja, bitte. Sehr gerne. Also selbst wenn das jetzt vielleicht in den Gruppen nicht gelebt wurde, aber wenn irgendwie der eine oder andere so Richtung Prozess- und Projektoptimierung gekommen ist, dann freue ich mich, weil das ist eigentlich auch so was ich möchte, dass mehr Leute sich einfach damit beschäftigen und dann selber auch besser werden können. Und dann habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht. Sehr gut. Schön. Okay, Philipp. Sehr gerne. War super nett, dass du teilnehmen konntest. Ja, danke für die Einladung. Ich finde total cool, dass wir können dies machen. Wir kennen uns nur, weil dieses Projekt es gibt. Ja. Und ich müsste sagen, du warst ein von meinen ersten Followers in Instagram und so ich danke dir die Unterstützung. Sehr gerne. Seit dem ersten Moment ist nicht einfach zu sein, Blogger und arbeiten und so weiter und ist nicht einfach. Aber ist super dankbar zu haben Feedback und zu kennen, dass die Leute lesen oder die Leute sehen unsere Inhalte und das ist super cool.